Griechenland 1980. Wir waren eine große Gruppe, meine Eltern, ihre Freunde und mein Kumpel Jörg. Dann hat es 43 Jahre gedauert, bis ich wieder hierher kommen konnte. Jetzt bin ich alleine unterwegs. Ich möchte noch einmal in eine Welt eintauchen, die es heute nicht mehr gibt. Der Vikos Canyon. Im oberen Teil ist das Flussbett meist trocken, weiter unten sprudeln die Quellen des Voidomatis. Hier wachsen alte Platanen an den Ufern und etwas weiter unten tummeln sich die Touristen mit Schlauchbooten. Ein ausgiebiger Regen genügt, um auch den oberen Teil in einen Fluss zu verwandeln. Am 16. Mai 1980 präsentierte sich der Vikos mit perfektem Wasserstand. Wir stiegen in unsere Boote. Vermutlich waren wir die ersten Paddler auf dem Vikos. Nicht alles war fahrbar, hier stürzt sich der Vikos in einen verholzten Siphon. Dass diese Tour keine alltägliche Fahrt war, sondern ein Höhepunkt in meiner Paddelkarriere, das habe ich erst Jahre später begriffen. Vom Vikos ist es nicht weit zum Kalaridikos. Der ist deutlich leichter als der Vikos und damit genau richtig für den alten Mann mit seinem Boot. Griechenland war als Paddelrevier bekannt und beliebt, schon bei den Faltbootfahrern. Alle großen Flüsse waren erforscht und gut beschrieben. Der Achelos liegt abseits der Hauptverkehrsrouten. Ab Triapotamia war genug Wasser im Bach, hier wollten wir einsetzen. Vor uns lagen 60 Kilometer Wildfluss in einer kaum besiedelten Berglandschaft.
So eine Fahrt ist heute nicht mehr möglich, denn auf dieser Strecke stehen jetzt 2 Staudämme. Keiner wurde bisher geflutet, aber das Tal ist trotzdem ruiniert. Zu dem bedrückenden Anblick gesellten sich dunkle Wolken und Regen. Da verzichtete ich aufs Paddeln und fuhr zu meinem nächsten Ziel, dem Aos. Auch am Aos steht inzwischen ein Damm, der sammelt das Wasser der Quellflüsse und leitet es in eine andere Region. Ein Stück unterhalb liegt der Ort Wowossa. Hier sind wir 1980 gewesen, auch nach einer Regenperiode. Von hier aus wollten wir nach Konitsa paddeln. Dort sollte uns mein Vater am nächsten Tag abholen. Der Bach präsentierte sich gleich von seiner besten Seite, mit flotter Strömung und sauberen Durchfahrten. Am Abend schürten wir ein großes Lagerfeuer. Über Nacht regnete es und dann war der Fluss randvoll. Das konnten wir nicht gebrauchen, denn vor uns lag noch der große Canyon. Somit hatten wir ein Problem. Dann bot sich unvermittelt ein Ausweg. Eine Brücke, von dort ein Pfad zu einer Siedlung mit Straße und Telefon. Ein ehemaliger Gastarbeiter sprach gut Deutsch und rief seine Freunde in Konitsa an. Die wiederum informierten meinen Vater, der dort auf uns wartete. Am nächsten Tag schleppten wir unsere Sachen hinauf ins Dorf. Der Grieche, sein Name war Nikolas, übersetzte unseren Bericht. Die Gastfreundschaft war überwältigend. Das habe ich nie vergessen. Jetzt bin ich wieder an diesem Ort, der Wasserstand ist niedrig und das Wetter perfekt. Aber ich bin alleine und ohne Begleitfahrzeug. Deshalb bleibt zum Paddeln nur das Mittelstück. Dann entdecke ich unseren Biwakplatz. Hier haben wir die Nacht verbracht, im strömenden Regen und genervt von Getier und Steinschlag. Diese Stelle sind wir einfach durchgebolzt. Heute habe ich sie umtragen. Vom Elan der jungen Jahre ist leider nicht mehr viel übrig. Es folgen noch ein paar Schwälle, dann taucht die Brücke auf. Es war eine emotionale Fahrt. Am Anfang meiner Reise war offen, ob ich überhaupt paddeln würde. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Lange kann ich nicht bleiben. Ich muss wieder zurück zum Start. Das sind noch 27 Kilometer zu Fuß mit reichlich Kurven und Höhenmetern. Die heutige Tour war die Krönung dieser Reise in meine Vergangenheit. Mit Erinnerungen, die sich anfühlen, als wäre alles erst gestern gewesen. In einem Land, das immer noch so großartig und faszinierend ist, wie ich es schon bei meinem ersten Besuch erlebt habe.